Das Geheimnis der Rauhnächte, meditative Abendentspannung und ein Märchen zum Einschlafen. Ich wünsche dir einen wundervollen guten Abend und kann mir vorstellen, dass du es dir in deinem Bett schon gemütlich gemacht hast. Dann rückel und rekel dich nochmal zurecht. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Wenn du möchtest, dann kannst du auch ganz entspannt seufzen oder gähnen. Und wenn du dann soweit bist, dann schließe, wenn nicht schon getan, deine Augen. Werde ganz ruhig. Beobachte deinen Atem, wie er nun ganz sanft und gleichmäßig ein- und ausströmt. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Dein Körper darf jetzt ganz gemütlich und schwer in die Matratze sinken. Alles in dir weiß, wie Entspannung funktioniert. Und mit jedem Ausatmen entspannst du mehr. Gemütlich, geborgen und sicher. Ich lade dich ein, gleich wenn ich es sage, nochmal die Bilder deines heutigen Tages Revue passieren zu lassen. Wie einen kleinen Film, in dem du die Hauptrolle spielst. Schau einfach mal, welche Bilder und welche Sequenzen so auftauchen, wenn du an heute denkst. Ab jetzt 1 Minute für deine Bilder des heutigen Tages. Dann sammel nochmal mindestens 3 Dinge zusammen, die heute besonders schön waren. Was hat dir gut getan? Was hat dir gefallen oder geschmeckt? Wofür bist du heute besonders dankbar?
Nimm nochmal einen etwas tieferen Atemzug ein und lasse mit dem Ausatmen die Bilder an den Tag und die Bilder der Dankbarkeit los. Lasse die Dinge gut sein, so wie sie sind. Du darfst loslassen. Die Nacht trägt dich. Du bist sicher und geborgen. Und während du dich nun vielleicht schon immer müder und schläfriger fühlst, kann alles, was vielleicht während des Tages ein wenig durcheinander gekommen ist, wieder in die für dich genau richtige Ordnung gebracht werden. Jede Zelle weiß, was zu tun ist. Und in den Momenten der Ruhe und gleich während du schläfst, wird ausgeglichen, geheilt und repariert, sodass du morgen erholt und erfrischt deinen neuen Tag beginnen kannst. Und während dein Körper immer schwerer und immer müder wird, darfst du mit mir ins Land der schönen Märchen reisen. In einen glitzernden Eispalast. Du weißt, du kannst jederzeit einfach einschlafen. Das Geheimnis der Rauhnächte. Es war einmal in einem Königreich, das vom tiefen Winter umhüllt war. Dort lebte eine Königin und ein König mit ihren 6 Töchtern. Der Schnee lag hoch auf den Zinnen des Schlosses und über den Feldern wehte ein stiller, weißer Atem. Doch in jener Zeit, als das alte Jahr zu Ende ging und das neue noch nicht ganz begonnen hatte, in den geheimnisvollen Tagen der Rauhnächte, geschah etwas Seltsames. Jeden Abend stellten die Prinzessinnen ihre feinen Seidenschuhe ordentlich vor ihre Betten. Und jeden Morgen waren diese Schuhe abgenutzt und bis auf die Sohle durchgetanzt. Niemand wusste, wohin die Prinzessinnen nachts verschwanden. Niemand wusste, wieso sie morgens verträumt lächelten, wie Menschen, die etwas Schönes gesehen hatten. Auch ihre Ballkleider wurden von Nacht zu Nacht verschlissener. Und in den Schlafgemächern glitzerte feiner, silbriger Staub. Doch im Schloss
hatte es schon lange keinen Ball mehr gegeben. Die Zofen erzählten der Königin von den zertanzten Schuhen. Und diese begann sich zu sorgen, denn die Töchter wirkten in letzter Zeit abwesend, verträumt und müde. Wie nur konnten in einem Schloss voller Wachen und schweren Türen die Mädchen entkommen. Doch trotz wiederholter Nachfrage der Eltern, die Prinzessinnen schwiegen und schützten ihr Geheimnis. Der König bot in seiner Verzweiflung demjenigen Gold und Edelsteine an, der es schaffte, das Geheimnis der Prinzessinnen zu lösen. Viele junge Männer versuchten es. Sie wurden in ein Zimmer auf der Etage der Prinzessinnengemächer einquartiert. Doch die Prinzessinnen gaben den Forschenden abends einen Schlaftrunk, so dass diese, statt den Prinzessinnen auf die Schliche zu kommen, tief und fest schliefen. Eines Tages aber erschien ein junger Soldat am Hofe. Er war nicht laut, nicht prahlerisch. Seine Augen strahlten warm und sein Lächeln war so freundlich und besänftigend, dass es selbst die mürrischsten Schlossdiener milde stimmte. Auf einem verschneiten Feldweg hatte er am Morgen einer alten Frau geholfen, die im Schnee gestrauchelt war. Sie hatte sich dankbar bei ihm untergehakt und ihm dafür ein Geschenk gegeben: einen grauen, unscheinbaren Wintermantel. In den Rauhnächten, sagte sie, können wir oft tiefer blicken als sonst. Und so kommt manches, das verborgen war, ans Licht. Dieser Mantel hier kann mehr, als du denkst. Er kann dich für andere unsichtbar machen, sodass du in Ruhe beobachten und erkennen kannst. Aber gehe weise mit deinen Erkenntnissen um. Handle bedacht und verlasse dich auf dein gutes Herz. Nachdem sich der Soldat bei den Eltern der Prinzessinnen vorgestellt hatte, bekam er, wie die anderen vor ihm, das kleine Zimmer neben den Gemächern der Prinzessinnen zugewiesen. Abends kippte er den Schlaftrunk, dem ihm die Prinzessinnen mit allem Charme überreichten, heimlich weg. Und als die Nacht kam und mit ihr die stille, magische Kraft, legte er den Mantel um. Er wurde bis auf einen leichten Schimmer unsichtbar. Im Schlafsaal nebenan begannen unterdessen die Prinzessinnen zu flüstern. Sie schlüpften in ihre Ballkleider und Schuhe und kämmten sich in leiser Aufregung gegenseitig die Haare. Dann schlichen sie auf den Flur und die älteste von ihnen löste einen silbernen Riegel
in einer Wandnische. Eine unscheinbare Türe öffnete sich und dahinter führte eine steinerne Treppe hinab. Eine nach der anderen stiegen die Prinzessinnen hinunter. Der Soldat folgte ihnen vorsichtig, den Mantel fest um sich geschlungen. Die Treppe führte in eine Welt, die aussah, als hätte der Winter selbst beschlossen, ein Königreich zu malen. Dort standen Bäume aus glitzerndem Eis. Ihre Äste funkelten wie Kronleuchter. Darunter erstreckte sich ein großer gefrorener See, über den goldene Laternen schwebten. Und aus der Ferne klang Musik, süß, hell, wie von Schneeflöckchen gesungen. »Willkommen zurück«, sagte ein junger Mann am Ufer des Sees. Er war der älteste der 20 Winterprinzen und Prinzessinnen, die in diesem Reich lebten. Seine Augen hatten die Farbe von frostigem Blau. Er bot der ältesten Schwester seinen Arm, und die Prinzessinnen folgten ihnen über das feste Eis des Sees. Auf der anderen Seite warteten die anderen, still, würdevoll, wie Wesen aus schillernden Träumen. Ein Palast aus reinem Eis ragte in den sternklaren Nachthimmel. Darin spielte ein Orchester, und es erklang Musik, die so leicht war, dass niemand mehr Müdigkeit verspürte. Der Soldat folgte den Prinzessinnen in den Palast hinein, und er beobachtete, wie die Mädchen tanzten, als hätten sie Flügel. Die Prinzessinnen lächelten, und der Soldat lächelte mit ihnen, denn es war alles andere als dunkle Magie. Es war eine schon lange ersehnte Freiheit, ausgelebt in dieser winterlichen Traumwelt. Die Eisblütenbäume glitzerten, Laternen aus Sternenlicht leuchteten, und in der Luft lagen Wünsche und neue Hoffnung. Denn in den Rauhnächten erinnern sich Herzen daran, wonach sie sich sehnen. Der Soldat dachte, das ist ein Ort der Freiheit. Und dann geschah noch etwas. Die jüngste Prinzessin stand plötzlich vor ihm. Sie reichte ihm die Hand und forderte ihn zum Tanzen auf. Trotz seines Mantels konnte sie ihn sehen.
und sie tanzten miteinander die ganze lange Nacht hindurch. Kurz bevor die Morgendämmerung das Licht veränderte, huschten die Prinzessinnen und der Soldat zurück ins königliche Schloss. Sie legten sich schlafen, während ein feiner Glitzerstaub sie umhüllte und sanft zu Boden rieselte. Als der Morgen hereinbrach, grämte den Soldaten eine Frage. Sollte er die Königin und den König alles wissen lassen? Oder müsse er loyal den Prinzessinnen gegenüber sein und ihr Geheimnis bewahren? Heimlich schlich er aus seinem Zimmer und klopfte an die Türe des Schlafgemachs der jüngsten Prinzessin. Sie war hoch erfreut, ihn zu sehen. Ihre Wangen glänzten und in ihrem Blick lag geheimnisvolles Funkeln. Sie bat ihn herein und erzählte ihm, dass die Rauhnächte die einzige Zeit im Jahr seien, in der sie spüren konnten, wer sie wirklich waren. Solange in den dunklen, kalten Nächten der Eispalast zum Leben erwachte, konnten sie frei sein, tanzen und träumen. Ihre Eltern ließen sie vor lauter Sorge den Palast nicht verlassen. Sie waren wie in einem goldenen Käfig gefangen. Der Soldat erzählte ihr von seinem Konflikt. Er fühlte sich verpflichtet, das Königspaar von den Ausflügen der Prinzessinnen zu unterrichten. Aber er wollte die Schwestern gleichzeitig auch nicht verraten. Die jüngste Prinzessin sah ihn liebevoll an. Sie versprach, mit ihren Schwestern darüber zu beratschlagen. So standen kurz darauf der Soldat und alle 6 Schwestern vor der Königin und dem König. Die Prinzessinnen erzählten alles. Von der geheimen Treppe, dem Eispalast, dem nächtlichen Tanz. Die Eltern schwiegen lange. Dann blickten sie einander an und der König sagte leise: Wenn euer Herz tanzen möchte, dann soll es tanzen dürfen. Denn Liebe wächst nicht in Ketten, sondern in Freiheit. Von da an durften die Prinzessinnen in jeder Rauhnacht im Eispalast tanzen. Nicht heimlich, sondern mit dem Segen ihrer Eltern. Der Soldat aber bat nicht um Gold und Edelsteine, sondern um die Hand der jüngsten Prinzessin. Und da sie ihn längst gewählt hatte, wurde geheiratet. Im Licht der Winterlaternen. Und sie lebten glücklich und in Frieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und ich wünsche dir eine gute Nacht
einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.